Du meinst, so wie bei diesen Prohibitionspartys? Ja, genau. Es gibt ein geheimes Codewort, um überhaupt reinzukommen. Die Drinks werden in braunen Papiertüten verteilt und was darf auf keinen Fall fehlen? Spieltische, Poker, Blackjack. Moment mal. Wenn das rauskommt, verliere ich sofort meine Konzession. Das geht gar nicht. Wir verteilen natürlich nur Jetons zum Spielen, umsonst. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht nur ums Dabeisein. Wie im echten Leben. Und außerdem erwarten wir natürlich noch einen Star. Schmeichler. Wir sind die Motten, du bist das Licht. Ja, die Lily Rose zu singen, ist wirklich eine sehr große Herausforderung für mich. Und das jeden Abend aufs Neue. Und dabei schafft sie es tatsächlich noch, sich jeden Abend zu steigern. Hey Olli, wie trinkt man das Zeug? Macht man das warm? So wie es draufsteht. Hallo, Ali. Hey. Frustschieben ist heute aber nicht. Sieh das sofort aus. Spinnst ja wohl, sieht doch deins aus. Das ist überhaupt nicht witzig. Ja, da hat sie recht. Obwohl ich sie hasse. Oh Gott, Entschuldigung. Oh mein Die Gott. aufpassen. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja. Bloß nicht. Hol lieber ein neues Glas. Oh, sorry, wenn du willst, kannst du das oben schnell auswaschen. Ja? Und Dana? Keine Angst, die ist nicht da. Bist du sicher? Ganz sicher, die ist aufs Schloss gefahren. Sorry. Schreib mal hier. Na? Danke, ich bin dann gleich wieder hier. Vater, Echte Nachrichten? er hat eine außerordentliche Sitzung des Gremiums einberufen. Heißt das, du musst weg? Um mir anzuhören, dass die Lage ernst, aber nicht hoffnungslos ist. Ich glaube, darauf kann ich heute verzichten. Lene, jetzt warte doch mal. Noch was von dem grünen Zeug, bitte. Bitte lass uns reden. Hier, bitte. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und ich hoffe, wir haben weiterhin eine grandiose Party. Marlene, schrei mich an, wirf mir ein Glas an den Kopf oder von mir aus die ganze Flasche, aber tu irgendwas. Dana, lass gut sein. Du fehlst mir. So, ich fehle dir. Das hättest du dir besser überlegt, bevor du mit meinem Mann ins Bett gegangen bist. Ich kann mir das auch niemals verzeihen. Niemals. Das musst du mir glauben. Schön für dich. Marlene, du bist meine Schwester. Ich liebe dich. Sag das nie wieder. Hast du verstanden? Nie wieder. Wir beide, wir sind fertig miteinander. Komm, wir gehen nach Hause. Ich denke, die Party ist vorbei. Die Party ist überhaupt noch nicht vorbei. Lily Rose ist doch gerade erst gekommen. Miri, mach mal Musik. Und ihr alle tanzt, habt Spaß. Miri, mach mal die Musik lauter. Ich möchte tanzen. Komm. Glaubst du, es wird zur Kündigung kommen? Davon kann doch gar nicht die Rede sein. Ja, noch nicht. Aber so wie die Lahnsteins jede Woche mit einer neuen Überraschung um die Ecke kommen, denke ich schon. Das Gestüt wird das nicht überleben. Das wird sich Ansgar als erstes vornehmen. Und ich dachte, es läuft endlich mal. Ja. Hättest du damals mal auf mich gehört? Wir könnten längst ein eigenes Gestüt haben mit einem Gewinnerpferd. Ja, ich weiß. Wird denn jetzt das Derby überhaupt stattfinden? Keine Ahnung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Ansgar die ganze Sache absagt. Ich verstehe ja, dass Sie alle besorgt sind. Aber können wir bitte mit diesen unhaltbaren Spekulationen aufhören und einfach weiterarbeiten? Wenn er das Derby absagt, dann werde ich mir nie als Trainer einen Namen machen. Das kann ich vergessen. So eine Chance kriege ich nie wieder. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber vielleicht solltest du dich schon mal nach einer neuen Karriere umsehen. Gewonnen. Marlene hat eine echte Glückssträhne. Ja, und Pech in der Liebe. Das muss ja nicht so bleiben. Dafür bewundere ich Marlene wirklich. Eben gibt's noch eine große Szene mit Tränen und Ohrfeige und jetzt wie ausgewechselt. Das ist der Unterschied zwischen Normalsterblichen und einem Star.
Tja, Marlene ist ein ganz besonderer Mensch. Cheers. Oh, Tristan, vielen Dank. Cheers. Das war ein Wahnsinnsgewinnerblatt. Mit dem Gewinn scheinst du dich ja auszukennen. So, meine Herren, Sie haben es gehört. Ich kann heute also gar nicht verlieren. Was halten Sie denn von einer Runde richtigen Poker? Okay. Ich setze 50 Euro. Wie konnte das denn passieren? Ich meine, gerade Ansgar. Später mal, ja. Lass uns bitte das Thema wechseln. Okay. Aber ich glaube, mein nächstes wird dir auch nicht so gut gefallen. Was aus dem Gestüt wird? Ich weiß es nicht. Das ist super. Was soll ich dir denn anderes sagen, Christian? Dass das alles gut wird und der Rentsch erhalten bleibt, das kann ich nicht. Er wirft noch keinen Gewinn ab. Und Ansgar hat eine etwas andere Art, an Geschäfte heranzugehen als mein Vater. Was keinen Profit bringt, das... Ja, das bekommt die Axt. Ich weiß schon. Gut. Dazu müsste erst das Gremium abstimmen. Und das wird vor dem Derby, glaube ich, nicht passieren. Das glaubst du oder das weißt du? Das glaube ich. Sorry, aber ich kann dir leider nicht versprechen, dass du hier eine Zukunft hast. Ich brauche diesen Job, Hagen. Mich als Trainer im Pferderennsport zu etablieren, das ist vielleicht meine letzte Chance, überhaupt irgendwas zu reißen. Aber das geht nur, wenn ich langfristig beim Gestüt arbeiten kann. Ich weiß, Christian. Ich muss mal eben weg. Hältst du so lange die Stellung? Christian, Yep. dann geh und sprecht euch endlich mal aus. Der Zug ist lange abgefahren, Miri. Trotzdem danke. Ich muss eben weg. Passt ein bisschen auf, dass das keine Massenorgie wird. Zucht und Ordnung, meine Prinzipien. Danke. Ciao. Massenorgie. Tristan, du musst unbedingt mit mir kommen. Was ist denn los? Du musst mir Glück bringen. Ich weiß nicht, ob mein Blatt gut genug ist. Sag mal, spielt ihr hier um Geld? Ja. Sei froh, dass Olli das nicht mitbekommt. Der Mann ist echt ein nervöses Hemd. Also, soweit ich mitbekommen habe, ist er gerade abgerauscht. Können wir noch einsteigen? Natürlich. Und Miriam, mach mal die Musik ein bisschen lauter. Ich brauche Atmosphäre zum Gewinnen. Okay. Da komme ich direkt zum Punkt. Pass auf. Es kann sein, dass ich meinen Job verliere. Oh, Ja, und deshalb muss ich mich vielleicht selbstständig machen. okay. Und, Und dafür brauche ich Kohle. Und die habe ich nicht ansatzweise. Deshalb musst du mich vielleicht auszahlen. Ich meine, wegen des Hauses. aber ich dachte, du bleibst stiller Teilhaber. Das hatten wir doch besprochen. Ich weiß, das habe ich auch gedacht. Ja, und wie sicher ist das mit dem Job? Ich weiß es nicht. Ja, wann erfährst du da was? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Toll, und wie soll ich das bitte machen? Meinst du, ich habe die Kohle, dich auszubezahlen? Müssen wir das vielleicht irgendwie hinkriegen? Christian, mit vielleicht klappt das aber nicht. Ich kann mir das nicht leisten, egal ob vielleicht oder nicht. Ja, wie, und das war's? Nicht mal irgendeinen Versuch, es hinzukriegen? Du weißt genau, wie knallhart am Limit ich kalkulieren muss. Ja, ich weiß aber auch, dass du Rücklagen hast. Ja, für Notfälle. Ja, das ist vielleicht ein Notfall, verdammt nochmal. Falsch, das ist vielleicht dein Notfall. Dafür setze ich doch nicht meine Existenz aufs Spiel. Ja, danke. Danke für deine Hilfe. Nee, ich habe zu danken. Dafür, dass du ja auch unbedingt eine einvernehmliche Scheidung willst. Ohne Stress, ohne Ansprüche. Sieht man ja, wie gut das klappt. Hey, wo ist die Musik hin? Miri, was ist los? Guten Abend. Wir haben hier eine Beschwerde wegen Ruhestörung. Guten Abend. Tut uns leid, wir haben ja eine kleine Motto-Party. Wahrscheinlich sind wir ein wenig über das Motto hinausgeschossen. Tja, das scheint mir auch so. Wir sind ab jetzt ganz leise. Sie werden nichts mehr von uns hören, versprochen. Und nach Dienstschluss, der hoffentlich bald sein wird, sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Nein, danke. Wem gehört denn die Bar? Der ist gerade nicht da. Aber Sie können sich auf uns verlassen.
Ich arbeite schon ewig hier. Wir wollen Ihnen den lästigen Papierkram natürlich ersparen. Deswegen, versprochen, ab jetzt sind wir mucksmäuschenstill. Na gut, dann wollen wir mal nicht so sein, was? Aber sorgen Sie bitte wirklich dafür, dass die Musik nicht mehr... Sagen Sie mal, wird hier um Geld gespielt? Halt. Dafür haben Sie doch sicher keine Lizenz. Und wenn wir das Geld ganz schnell wegtun und so tun, als ob es nie da gewesen wäre? Die Party ist hiermit beendet. Ich muss Sie trotzdem alle bitten, in diesem Raum zu bleiben, bis wir Ihre Personalien aufgenommen haben. Des Weiteren muss ich Sie bitten, den Besitzer, Herrn Oliver Sabel, zu bitten, sich umgehend bei uns auf der Wache zu melden. Das Gleiche gilt für Sie beide als Veranstalter. Es wird eine Anzeige wegen illegalen Glücksspiels gegen Sie drei geben. Ich bräuchte dann noch Ihre Personalien, bitte. Tristan von Lahnstein, wohnhaft in Schloss Königsbrunn. Von Lahnstein? Aha. Offenbar sind Ihnen die Probleme, in denen Ihre Familie gerade steckt, nicht genug und Sie wollen noch ein paar mehr schaffen. Und Ihr Name? Marlene von Lahnstein. Die Sache mit meinem Vater und meiner Schwester hat hier nichts verloren. Oh, natürlich nicht. Aber mit illegalem Glücksspiel sorgen Sie nicht gerade dafür, dass sich der Ärger um Ihre Familie verringert. Können wir das nicht irgendwie so regeln? Ich meine, hier lagen noch nicht mal 1.000 Euro auf dem Tisch. Also A, sind 1.000 Euro für Sie vielleicht nicht viel, aber für andere schon. Und B, ohne Lizenz sind selbst 10 Euro strafbar. Sagen Sie mal, gibt's eigentlich eine Ausbildung, um Polizist zu werden, oder haben Sie Ihren Job per Rubbellos gewonnen? Ich würde sagen, das war Beamtenbeleidigung. Wenn Sie dann bitte mit mir aufs Präsidium kommen würden? Wie bitte? Das können Sie nicht machen. Und ob ich kann. Wie dämlich muss man eigentlich sein, um zu kapieren, dass hier absolut nichts passiert ist? So, und damit kommen Sie auch mit aufs Präsidium. Los geht's. Sie können ja nicht einfach auftauchen und willkürlich irgendwelche... Ja. Nichts. Gut. Los geht's. Nun kommen Sie.